Wir sind ja bekanntlich kurz vor Weihnachten, weshalb die Devs von Tempest Rising dachten, deren Community mal den ein oder anderen Wunsch zu erfüllen. So wurden neben den bereits vergangene Woche enthüllten neuen Superwaffen nun auch ein erster Playtest für die Veti, also die dritte Fraktion im Spiel, gestartet, was wohl der mit Abstand größte Punkt auf dem Wunschzettel war, nachdem man deren Content vor dem Release kurzerhand rausschneiden musste, um den Release endlich auf die Kette zu bekommen. Alles, was ihr wissen müsst und ob sich ein erneuter Besuch beim geistigen Command & Conquer Nachfolger lohnt, heute in dieser Zocker Lounge Gaming News. Sagt mal, seid ihr für Cheats empfänglich? Also reizt es euch zum Beispiel in einer Singleplayer-Kampagne ein bisschen zu schummeln oder einfach mal die Grenzen einer Engine mit auszutesten? Im Grunde bekommt ihr genau das mit Xmod. Denn mit deren Launcher, Link dorthin oben im i, in der Videobeschreibung und im angepinnten Kommentar, könnt ihr im Grunde genau das tun und so eure Singleplayer-Erfahrung in fast allen Spielen erweitern. So könnt ihr zum Beispiel in Tempest Rising das Einheitenlimit aufheben, die Baugeschwindigkeit beschleunigen oder den Nebel des Krieges entfernen. Xmod ist nicht komplett kostenlos, aber mit 1-2 Euro im Monat auch kaum der Rede wert und kann zudem jederzeit wieder gekündigt werden. Einfach mal ausprobieren. Our dynasty has waited long enough. Im Grunde sind wir das Thema Superwaffen am Sonntag im Wochenrückblick schon einmal durchgegangen, aber da sich jetzt ohnehin ein vollständiges Video anbietet, hier das Ganze nochmal in aller Kürze und jetzt natürlich um die Superwaffen der Veti ergänzt. Die GDF erhalten eine mächtige Drohnenangriffsstation, welche als Weiterentwicklung des Drohnen- und Kommunikationstechnologie-Arsenals fungieren soll und gleich mehrere Fähigkeiten mitbringt. So sorgt das Gebäude, solange es steht, für einen enormen Sichtradius, was den GDF zu einem Informationsvorsprung gegenüber den Tempest Dynasty verhelfen soll. Natürlich kann das Teil aber auch schießen. Daher ballert diese, wenn voll aufgeladen, eine Art Ionenstrahl an die gewünschte Stelle des Schlachtfeldes mit natürlich verheerenden Folgen. Die Tempest Dynasty rüsten hingegen mit der Bagger-Plattform auf, also ein völlig anderer Ansatz. Denn über diese können sie bis zu 18 Einheiten in einer Bohrkapsel stationieren und sich diese dann unbemerkt bis unter die feindliche Basis durchgraben lassen. Alternativ können sie hier aber auch, wenn voll aufgeladen, einen Kampfbagger losschicken, welcher dann unterirdisch durch Schockwellen ein Erdbeben auslöst. Soweit so bekannt also und damit zu den Veti. Denn diese kontern mit dem Sanctifier Portal. Das Ding ist im Grunde eine große Gehirnwäschemaschine, also wenn ich das richtig verstanden habe. Voll aufgeladen könnt ihr dementsprechend an einer Stelle eurer Wahl, also dann in einem gewissen Radius, eine sogenannte Unterwerfungsaura auslösen. Diese Aura bewirkt zum einen Flächenschaden, welcher an sich schon mal einen guten Job macht, führt aber auch dazu, dass sich alle in diesem Bereich getöteten Infanterieeinheiten in Erleuchtete verwandeln und dann dementsprechend die Seite wechseln. Alternativ könnt ihr aber auch auf die Verzehren-Fähigkeit zurückgreifen, welche dann alle Infanterieeinheiten in Reichweite sofort tötet, dabei aber keinen Unterschied zwischen Feinden und Verbündeten macht. 30% der Lebensenergie der so verzerrten Einheiten wird dabei in Rohenergie umgewandelt, welche benötigt wird, um die eigene zerfallende Form zu reparieren. Okay, so viel also zu den 3 neuen Superwaffen und jetzt allgemein zu den Veti. Denn diese könnt ihr seit dem 2. Dezember bis zum 15. Dezember auf Herz und Nieren testen. Gut möglich, dass diese dann mit Ende der Testphase auch regulär freigeschaltet werden. Dazu gibt's aber Stand jetzt noch keine finale Aussage. Um am Test teilzunehmen, müsst ihr in Steam auf den Beta-Branch wechseln. Im Grunde klickt ihr dafür mit der rechten Maustaste im Steam Launcher auf das Spiel, geht auf Eigenschaften und wählt dann unter Beta den Veti Multiplayer-Test aus. Und damit ist auch der Umfang abgesteckt. Die Veti werden rein für den Multiplayer und den Skirmish implementiert. Wer also auf eine neue Kampagne hoffte, wird entsprechend enttäuscht. Die Veti verfügen neben der eben schon angesprochenen Superwaffe über 9 Gebäude, 7 Fahrzeuge, 6 Infanterieeinheiten, 5 Lufteinheiten, 5 Verteidigungsanlagen
und 5 Spezialeinheiten. Spielerisch sollen sie sich deutlich von GDF und Tempest Dynasty abgrenzen, denn während diese eher klassisch daherkommen, geht es bei den Veti um Unterwerfung. Generell haben es die Veti vor allem auf gegnerische Infanterie abgesehen, die nach jedem Kill als erleuchtete Sklaven zurückkehren und so zum einen die Seite wechseln und dann für die Veti kämpfen, zum anderen aber auch als Opfergabe dargebracht werden können und so generell für Boni bei den restlichen Veti-Einheiten sorgen. Deren Ressource ist also nicht primär das namensgebende Tempest, sondern menschliches Fleisch. In diesem Sinne, welcome back, Commander, mal wieder. Viel Spaß beim Testen und bis zum nächsten Mal.